Wie viel Luft benötigt man eigentlich beim Trompetespielen, um sauber spielen zu können? Mit diesem Thema beschäftigen wir uns heute. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video rund ums Trompetespielen. Mein Name ist Nico von Nikolai Kamm Trompetentraining. In den letzten Wochen, Monaten haben wir uns immer mit verschiedenen Gerätschaften beschäftigt, wie zum Beispiel das Atmen durch den Schlauch, um den Kehlkopf zu weiten, beziehungsweise auch dem Astra, also hier ein Buzzing-System, um eben auch deinen Luftstrom zu veranschaulichen anhand dessen, dass eben eine Kugel schwebt, oder eben auch zum Beispiel diesem Airstream-System, das heißt, um eben seinen Luftstrom zu visualisieren. Das sind alles wunderbare Übungen und Gerätschaften, die uns beim Trompetespielen weiterbringen. Dennoch haben diese Gerätschaften, bringen die immer eine Gefahr mit sich, und zwar, dass man anfängt zu drücken, zu viel zu powern und das dann dementsprechend natürlich auch auf das Instrument überträgt und es wird dann alles sehr forciert, sehr hart im Ton. Die Luft fließt, ja, aber man überbläst sein Instrument. Und da stellt sich natürlich die Frage, wie viel Luft benötigt man eigentlich fürs Trompetespielen? Damit wir uns das Ganze mal veranschaulichen können, was eigentlich an Luft fließt, machen wir eine kleine Übung. Wir spielen unser G1 auf der Trompete und ziehen die Trompete vom Mundstück ab. Und ihr werdet merken, der Buzzing-Ton hört dann auf, das heißt das Lippensummengeräusch, und man merkt, wie viel Luft eigentlich ins Instrument fließt. Ich hoffe, das kommt hier bei der Kamera gut rüber. Ich mache das Mundstück schon mal ein bisschen locker, damit ich die Trompete dann auch gleich abbekomme. Und wenn ich jetzt das gleiche nochmal mache, also die Trompete wieder zurück auf mein Instrument stecke, werdet ihr merken, dass der Trompetenton sofort in der gleichen Lautstärke wieder anspricht. Los geht's. Wenn ich das jetzt gleich nochmal mache und dann, nachdem ich die Trompete vom Mundstück abgezogen habe, auch das Mundstück von den Lippen wegziehe, kann man ganz deutlich fühlen, wie die Luft eigentlich fließt. Los geht's. Das ist nicht viel Luft, die da fließt. Wenn ich das von vornherein versuche zu imitieren, ist das die Luft, die ich brauche. Wenn ich das jetzt auf mein Trompetespiel übertrage, und dann kann ich letztendlich alles spielen, was ich in der Lage brauche, mit immer der gleichen weichen Luft, die ich nach außen bringe. Und das war nicht mehr als, wenn ich den Mund weiter aufmache, ist es eigentlich ein gehauchter Ton. Durch die Verengung der Lippe wird der Luftfluss natürlich etwas stärker, weil der Druck sich auch aufbaut. Das heißt, ich habe nicht mehr Luft gepustet, sondern den Luftdruck erhöht. Und dementsprechend kommt genau dieses Geräusch zustande, auf die Trompete übertragen. Es ist nicht das brutale nach außen schießende Luft, dann wird der Ton auf der Trompete nur aggressiv bzw. brutal laut und sehr, sehr eng. Natürlich kann man das Instrument anhand von dieser brutalen Luft überblasen, damit ich ins nächste Register nach oben komme. Allerdings verändert sich mein Trompetenton natürlich sofort und grundlegend. Und es ist natürlich wesentlich anstrengender für meine Muskulatur, Lippenmuskulatur. Das heißt im Umkehrschluss, wenn ich das dann übertreibe, werde ich viel früher platt. Ich habe keine Kraft mehr, die baut sich natürlich ab. Warum? Weil ich permanent gegen den eigenen Körper arbeite. Wenn ich es richtig übertreibe, wird dazu noch der Hals eng. Das heißt, ich blase da noch gegen zusätzlichen Widerstand. Mein Zwerchfell muss mehr arbeiten, der Druck im Körper nimmt zu und dementsprechend wird es natürlich extrem anstrengend, das Instrument auf diese Art und Weise länger zu spielen. Von dem her,
einfach mal beim Üben dem Thema Luftfluss, Trompetenton, Trompetenklang auf diese Art und Weise annähern und probiert es ruhig mal aus, indem ihr spielt und dann zum Beispiel das Instrument von eurem Mundstück abzieht oder dann das Mundstück noch zusätzlich von den Lippen nehmt und einmal hinhört und hinfühlt, was da eigentlich an Luft fließt. Wenn ich jetzt nach oben gehe, müssen natürlich meine Lippen etwas sich einrollen, damit ich die höhere Lage auch erreiche und dementsprechend kann ich auf ganz natürliche Art und Weise weich mit einem guten Körpergefühl, mit der gleichbleibenden Klangfarbe meines Instruments, meine Stimme, meine Trompetenkonzerte, was auch immer spielen und vor allem, ich schaffe das auch über einen längeren Zeitraum, weil es einfach viel, viel ökonomischer ist, mit seinem Körper zu spielen, mit seiner Luft zu spielen und nicht gegen die eigene Kraft, den eigenen Körper, gegen die eigene Lippenmuskulatur permanent zu atmen. Und wenn du diese Art und Weise des Trompetespielens trainierst und als deine Basis ausbaust, wirst du bemerken, dass du mit wesentlich weniger Kraft in die Höhe spielen kannst und dann auch ohne Probleme übers C3 hinweg. Und wenn es am Anfang nur ein Cis oder ein D ist, ganz egal, du hast die Möglichkeit, aufgrund dessen, dass du neue Fertigkeiten erreicht hast, eben die Lage nach oben hin auszubauen. Solltest du zum Beispiel bemerken, dass dein Hals immer eng ist, dann empfehle ich dir natürlich die Videos zu schauen, wo es eben darum geht, dass der Hals nicht eng ist. Also dieses Atmen mit dem Schlauch, das ist eine wunderbare Sache. Wenn man merkt, dass man beim Buzzing und so weiter und so fort wenig Luft benutzt, das heißt, das wirklich ganz, ganz wenig ist, dann kann man sich auch die Produkte anschaffen, wie zum Beispiel diesen Astra und dort kann man dann anhand von den Kugeln visualisieren, was eigentlich passiert und natürlich dann auch dementsprechend die Luft trainieren. Aber man sollte immer eines im Auge behalten, im Fokus haben, dass man nicht gegen den eigenen Körper arbeitet. Wenn es mal laut geht, dann kommt natürlich mehr Luft ins Spiel. Aber die natürliche Art und Weise, sein Instrument zu spielen, ist immer mit dieser Luft. Das habe ich damals als Thema auch gehabt, wo ich bei Markus Arnold war, also dem Erfinder vom Buzzer. Und genau das Gleiche hat er auch gesagt, wenn er auf dem Buzzer spielt und den Buzzer bzw. den Buzzer mit Mundstück dann von der Lippe zieht, dann ist das Einzige, was übrig bleibt. Und das ist alles, was man braucht. Man muss nicht ballern und sich die eigene Körperkraft wegschießen, sondern immer mit Köpfchen üben und das Ganze natürlich mit Sinn und Verstand. Ich hoffe, dass dir diese Überlegung beim Spielen von deinem Instrument einen Schritt weiterhilft. Es kommt nicht auf dieses brutale Luftgeballer an, sondern ganz im Gegenteil, die Ressourcen, die man hat, eben sinnvoll zu nutzen. Und dann wird sich dein Trompetespiel auf mehreren Ebenen verbessern, wie gerade eben schon erwähnt. Dabei wünsche ich dir viel Erfolg. Schreib in die Kommentare, wie es bei dir funktioniert und wie dein Klang sich mit diesem Bewusstsein für Luft und Luftführung verbessert oder verändert hat. Lass am Ende von diesem Video noch ein Like und ein Abo da, das freut mich immer ganz besonders. Wir sehen uns nächste Woche zu einem neuen Video rund ums Trompetespielen. Bis dahin, ciao, euer Nico.